Du willst dich trennen. Ja, weil du ganz offensichtlich ein Problem mit mir hast. Weil ich gesagt habe, dass du mit deinem Vater reden sollst? Jetzt tust du schon wieder. Ich rede mit meinem Vater, wann ich es will. Hör auf, mir die ganze Zeit Sachen vorzuschreiben. Jetzt reg dich ab. Ich habe nur gesagt, Ich reg mich nicht ab. Ich tue, was ich will und wann ich es will. Das kannst du auch, Jo. Olli, akzeptier mich doch einfach, wie ich bin. Versuch nicht die ganze Zeit, mich zu ändern. Stimmt. Ich soll dich ja zu 100% akzeptieren, ohne Kritik. Schon mal was davon gehört, dass man in einer Beziehung zusammenwächst, dass man zusammenkommt? Ja, aber sowas kann man doch nicht einfach einfordern. Sam hat das auch mal versucht, ganz am Anfang. Aber das ist Quatsch. Es gibt Grenzen. Grenzen sind wichtig. Grenzen machen eine Person aus, die muss man respektieren. Sam hat das jedenfalls verstanden. Entschuldige, dass ich nicht Sam bin. Werde ich aber auch nie werden. Deswegen ist es vielleicht wirklich besser, wir ziehen die Grenzen einfach wieder hoch und machen sie dicht. Olli, gut, dass ich dich sehe. Das Fitting wird sich ein bisschen verzögern. Ist alles in Ordnung mit dir? Oder gab's mal wieder Stress mit Jo? Wir haben uns getrennt. Worum ging's denn diesmal? Sein Vater, dann um Sam und dann irgendwie um alles. Du möchtest doch auch nicht, dass man ständig in deiner Vergangenheit rumwühlt und alles analysiert, oder? Ich wollte ihm nur helfen. Wenn er ständig alles wegdrückt, was ihn wirklich bewegt, dann kriegt er Magengeschwür. Ja, aber es sind seine Magengeschwüre. Ja, toll, es hätte es auch von ihm sein können. Außerdem, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, wo ich ständig aufpassen muss, dass ich kein Reizthema anspreche. Du wusstest, worauf du dich bei ihm einlässt. Was ist das denn bitte für ein bescheuertes Argument? Hey, ich habe dir gesagt, ich bin Psychofrag. Nimm's hin oder lass es. Ja, ich weiß, dass er sich das damit so einfach macht. Ja. Sam kam damit angeblich klar. Der hat seine Grenzen akzeptiert. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass er mich einfach immer mit Sam vergleichen wird. Er hat ihn nun mal sehr geliebt. Ja, aber Sam ist tot. Wie soll ich denn bitte mit jemandem konkurrieren, der mit jeder Erinnerung einfach perfekter wird? Willst du einen Tipp? Ich soll ihm mehr Zeit geben. Nein. Jo ist erwachsen und ich finde, er ist mal dran mit dem nächsten Schritt. Olli, du hattest doch mal gesagt, du willst mich entweder ganz oder gar nicht. Ich habe mich entschieden.
Ich entscheide mich für ganz. Ja. Olli, Jo. hast du kurz Zeit? Noch länger? Wegen vorhin. Ich war ziemlich drüber. Das tut mir leid. Okay. Ich auch ein bisschen, vielleicht. Also ich weiß, du hast es nur gut gemeint. Aber da ist noch so viel ungeklärt mit meinem Vater. Du möchtest selbst entscheiden, wann und ob du das angehst. Weißt du, das ist im Moment alles ein bisschen zu viel für mich. Mein Vater, du. Moment. Ist alles ein bisschen viel oder ist alles zu viel? Ja. Dann hast du das mit der Trennung also ernst gemeint. Was? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich brauche nur einfach ein bisschen mehr Zeit. Bisschen Zeit. Ich will einfach neu sortieren. Bei Sam war das nicht anders. Was, Olli? Ich hab dir das zwar nie erzählt, aber Sam war der erste Mann, bei dem ich mich richtig auf eine Beziehung eingelassen habe. Und das ging auch nur, weil er mich nicht unter Druck gesetzt hat. Verstehst du, was meine Gefühle angeht? Und weil er deine Grenzen respektiert hat. Genau, das war der Schlüssel. Genau deshalb konnte ich mich auch richtig bei ihm fallen lassen. Was du bei mir natürlich nicht kannst. Also, vielleicht noch nicht. Aber du bist ja auch nicht wie Sam, das hast du ja selbst gesagt. Jo, kannst du bitte mal aufhören? Was, weil ich wieder von Sam spreche? Entschuldige mal, er ist eben... Ich meine, er war ein wichtiger Teil meines Lebens. Verlangst du etwa von mir, dass ich alles einfach so ausradiere? Nein, das erwarte ich nicht. Aber wie bitte würdest du dich fühlen, wenn ich ständig von meinem Ex reden würde? Stell dir vor, ich habe die Liebe meines Lebens auch schon gefunden. Das war toll und er lebt sogar noch. Wenn du willst, ich kann gerne mal die Fotos rausholen und dir zeigen, wie glücklich wir waren. Musst du nur sagen, kein Thema, hol ich, zeige ich dir. Jo. Jo. Arbeitet hier jemand? Huhu. Kannst du dich mal 5 Sekunden gedulden? Wegen mir brauchst du keinen Stress machen. Träum ruhig weiter, aber wenn du damit fertig bist, hätte ich gerne eine Apfelscholle. Hat sich ausgeträumt. Super. 2 Drittel Saft, 1 Drittel Wasser. Ich mag das immer nicht so sprudelig. Hm? Was ist denn los mit dir? Stress mit dem Doktor? Er spricht ständig von seinem Ex. Ah, das geht gar nicht, wenn das schon so losgeht. Ich meine, dann lässt du die einen Augenblick alleine und schwupps, springen die in die Kiste. Ich kenne das. Bei Kim war das genauso. Wir hatten's hier, wir hatten's da und zack. Jos Ex ist tot. Oh, na gut, das ist natürlich besser für dich. Bist du sicher, dass du wieder eine feste Bindung willst? Ich habe mich nun mal verliebt. Verliebt? Ja gut, und was hat's dir gebracht? Mein Rat, lass es. Ich meine, du und ich, wir waren beide schon in der Ehe. Und okay, es gab schöne Momente, aber grundsätzlich haben wir uns immer verbogen. Also ganz so war es ja auch. Natürlich war es so und das ist nicht in Ordnung. Dieser ganze Beziehungsmist, wir brauchen den Scheiß schon. Du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Weißt du, ich habe das alles hinter mir gelassen und mir geht es so gut wie nie zuvor. Danke für die Apfelscholle.
Schlechtes Timing. Nein, nein, gutes Timing. Ich wollte gerade zu dir. Okay, ein Kumpel von mir hat mir einen Tipp gegeben. Ich soll nur noch das tun, was mir gut tut. Und du machst immer, was andere dir sagen? In dem Fall schon. Weil du mir gut tust. Du mir auch. Und was hat dein Kumpel dir noch so für Tipps gegeben? Dass ich nur noch an mich denken soll. Die Ausschließlichkeit gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Aber was Wahres ist schon dran. Soll heißen? Soll heißen, dass wir beide unsere Altlasten mitbringen, ich genauso wie du. Und ich weiß, dass ich auf mich aufpassen muss. Ja, hast ja bestimmt schon gemerkt. Halbe Sachen sind nicht so mein Ding. Wenn ich mich irgendwo reinstürze, dann ganz. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, ich denke schon. Und da gerätst du ausgerechnet an einen wie mich. Das ist furchtbar. Grauenvoll. Und alt. Blöd nur, dass man sich nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Ist doch gut für mich. Das heißt, du hast noch keine kalten Füße bekommen? Noch nicht. Na gut. Damit das so bleibt, werde ich jetzt diesen kleinen, klugen Therapeuten in mir erstmal eine ganze Weile in Urlaub schicken. So lange, bis du ihn freiwillig wieder rausholst. Ich würde an deiner Stelle nicht drauf warten. Aber eine Bitte hätte ich auch an dich. Wegen Sam. Meinst du, es ist möglich, dass du irgendwie das Andenken an ihn wahrst und dass wir ihn trotzdem aus unserer Beziehung raushalten können? Ich denke schon.